Heute ist der 22. Mai. Ich habe heute mal wieder meine Statuen an die frische Luft gebracht. Und außerdem habe ich mal wieder eine satirische Zeichnung gemacht. Eimer. Ich wollte eigentlich dieses Wochenende komplett entschleunigen, allem abschwören. Jetzt arbeite ich schon wieder. Das scheint des Künstlers Entschleunigung zu sein. So, und das ist hier Bernd Heidelbauer, ein stadtbekannter Szenegastronom. In erster Linie sehen mich andere als Gastroph. Ich selber bin es ganz einfach. Jedes Gespräch mit einem anderen Menschen sollte, wenn es geht, in eine philosophische Richtung gehen. Der über Jahrzehnte sich selbst zu einer Figur stilisiert hat. Ich hänge einfach gern Zeug an mich hin und fühle mich wohl, fühle mich dadurch sehr wohl. Deswegen würde ich ihn ganz gerne porträtieren. Entscheidend ist für mich, das habe ich ja damals geboren, diese Geschichte, eine Kombination in besonderen Räumen mit besonderem Essen und besonderem Trinken und vor allem mit Unterhaltung, mit Gesprächen, mit aufeinander zugehen. Das ist für mich das Entscheidende. Hereinspaziert. Dass es einfach nicht so 0815-mäßig aufgetafelt wird und die Gloschennummer ziehen und wieder runter, sondern es muss persönlich sein. Ein Mensch, der die Seele des Gastes aufschlüsselt und versucht, ihm auch diesbezüglich weiterzuhelfen. Ob Toilette oder Badezimmer oder Frühstücksecke, ganz wichtig. Kunst an allererster Stelle, bevor irgendwelche anderen zweckmäßigen Sachen da sind, ob das Möbel sind oder was, wenn ich auf dem Boden sitze oder auf dem Boden liege, die Kunst muss schon da sein. Und so bin ich zu irrsinnig schönen, bedeutenden, unbedeutenden, alles mögliche Sachen gekommen. Wie ist es eigentlich für dich, gefilmt zu werden? Das ist für mich so, wie wenn ich da drüben ein Brötchen mir hole. Das ist Alltag. Herrlich, herrlich. So witzig. So witzig. Also von seinem Werk, das du bisher kennst, bist du am meisten Fan davon? Absolut. Ich finde ihn einfach auf Schwäbisch sauglatt. Ja. Das ist Lebensfreude, das ist pur, das ist schön. Das ist auch das Zeichen, dass Alltag schön sein kann. Und es ist Kunst, die man sich mit Freude aufstellt. Und viele Kunst ist für mich zu nachdenklich, zu sehr von einem Schmerz behaftet, häufig bei vielen Leuten. Und deswegen finde ich das einfach sensationell gut, weil die einfach witzig sind. Ja, ob das jetzt ein Smartphone ist oder ob er da einfach seinen schlechten Atem mit vertuschen will, keine Ahnung. Es ist einfach irre. Liebevoll. Menschenliebe. So hieß mein erster Film, Menschenliebe. Echt? Ja. Hier stehen zwei so Dinger für mich jetzt klar. Im Hintergrund Ludwigsburg, ich denke jetzt eigentlich wieder, weil da habe ich meinen Vertrag gemacht in Manhattan auf den World Trade Center Towers. Ja, klar. Wow. Du warst ja hier in Stuttgart schon so richtig Prominenz mit Absolut, bei mir Label. waren wirklich alle. Und dann hast du dich entschlossen, das zu verkaufen nach New York? Da muss ich sagen, war ich vielleicht ein bisschen, wer mir hier sagt, habe ich vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert. Da gibt es ein schwäbisches Wort, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Ich habe gesagt, wenn ich es in Stuttgart packe ich es in New York genauso. Und da habe ich aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn es waren einfach die Partner, die ich dort hatte, die waren einfach nicht korrekt, die haben mich einfach angelegt. Ich hätte es aber dort genauso geschafft. Ich habe mal mit einer Bekannten gesprochen und die hatte gemeint, in dieser Gesellschaft, wenn man nicht selber Energie reinsteckt, wenn man einfach nur praktisch mitmacht, was gerade gesellschaftlich erwartet ist, was so am einfachsten ist, treibt einen alles in eine recht mittelmäßige Existenz, in der man latent unzufrieden ist, aber nicht so unzufrieden, dass man was ändert, in der man ein echt langweiliges Leben hat, in der man so eine normale... Beschränktes Leben. Ja, Da bist du wirklich Durchschnitt. Und es ist eigentlich traurig. Du bist eine Mischung. Man muss doch Energie reinstecken, um sich zu erfüllen. Von selber passiert nichts. Dann irgendwann gibt es vielleicht eine Todesanzeige, aber wenn es das war dann... Als ich einen Film jetzt mit Tom gedreht habe, in einer Szene fahren wir zu seinem
seiner Skulpturenwerkstatt und zu Ja. seinem Bildermagazin. Und da fuhren wir an der Gegend vorbei, die ich Assoziationen mit einer Frau hatte, die ich mal geliebt hatte. Dann wurde ich traurig und während wir jetzt den Film gedreht haben, bin ich da wieder so ein bisschen drüber weg. Ja. Und ich finde es halt so beeindruckend, dass du sagst ja so seit einigen Jahren bist du da einfach ganz... Was Frauen anbelangt. Ja. Ich war zweimal verheiratet und ich habe einfach erkannt, ich bin kein Mensch für eine Beziehung. Das habe ich irgendwann erkannt. Und da ich niemand mehr enttäuschen will, beziehungsweise nicht mehr enttäuscht werden will, habe ich das Thema Partnerin ad acta gelegt. Also sagen wir es ruhig mal auf sexueller Basis. In anderer Form herzlich gerne laufend, aber wer weiß, vielleicht tut es mal einen Schnackler, keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Das heißt, aber du klingst ja auch überhaupt nicht bitter. Nein, um Gottes Willen. Das ist einfach ganz... Also man stirbt nicht daran. Im Gegenteil, also ich will das ganze Theater gar nicht mehr mitmachen. Ich weiß, wie es geht. Ja. War nett, war schön, war wunderbar, tolle Erinnerungen dran. Aber es ist so krampfhaft vieles, ja, diese ganzen Sachen. Die dörren mich eher ab. Da schlupft mein Zipfel eher nach innen als nach außen. Ja. Menschen, mit denen du nie Sex hattest, die hast du ein Leben lang. Und andere, wo du glaubst, es ist dein nächster, engster, bester Partner, die siehst du vielleicht nicht mehr oder nie mehr. Es ist ja schön, jemanden zu haben, aber dann hat man immer diese Verpflichtungen, dann fühlt Furchtbar. man, also, dann denkt man, ich muss mich so und so oft melden, Furchtbar. ich muss da sein. Ja, Ja, genau. aber das sind einfach so Sachen, ich will dem nicht mehr obliegen, diese Sache. Und deswegen tut's euch an, quält euch, ihr Vögel, aber ihr werdet es irgendwann erkennen. Und diese Fassadenmalerei habe ich 1984 zusammen mit Otto Engbart gemacht. Er hat den ersten Entwurf gemacht, ich habe die Entwürfe weiter ausgeführt. Am Bau letztendlich haben wir es zu zweit gemacht. Das Geld, was ich hier mit der Fassadenmalerei verdient habe, habe ich in meine Druckpresse gesteckt. Du hattest doch mal richtig viel Geld, bist in Rolls-Royce gefahren und all das, oder? Nicht nur in einem. Die Leute haben mich nie gefragt, wie geht's dir? Die haben immer gesagt, da stand Rolls-Royce noch. Dann habe ich halt nochmal einen gekauft. Und habe ich gefragt, welchen meinst du eigentlich, Trottel? Aber dann hattest du wieder kein Geld. Und dann hatte ich weniger wieder Geld. wenig Geld. Ja, wie gesagt, das sind einige Jahre dazwischen gewesen. Das war einmal die Amerika-Geschichte, da war einer weg und sogar ein ganzes Haus weg. Ist doch ganz einfach. Wenn man kein Geld hat und man kann drucken, dann druckt man sich halt welches. Das hängt auch wieder zum Teil damit zusammen mit den Damen, Echt? mit der Liebe. So einfach ist das. Da war das zweite Haus weg und dann wurde es ganz eng. Und dann bin ich auch leider etwas krank geworden, was ich heute noch habe, diese Gehprobleme. Und konnte meinen Laden auch nur noch 4-mal im Monat aufmachen. Das heißt, ich musste von 4 Sonntagen leben. Da habe ich den Brunch in Stuttgart eingeführt. In Bernslädle hast du mal dein Kontoauszug. Ah ja, ja, oh ja. Der hing am Eingang. Der hing da unter den Öffnungszeiten, hing der jeden Tag frisch, jeden Morgen neu geholt. Was hat er Und gesagt? habe immer einen Text dazu geschrieben, so wie, das war wie eine chinesische Wandzeitung, wo man irgendwelche Leute bezichtigt irgendeiner Sache. War halt immer der tägliche und dann wollte ich immer so ein bisschen, ja, die Leute belustigen, dass sie einfach auch was zum Lachen haben und sagen, guck mal, hier auch so eine arme Sau oder was einmal. Der Kontoauszug war... Der war echt. Du meinst, der war im Minus? War der... Der war immer Minus, also mindestens 70.000, 80.000 immer. Ja. Gleichzeitig habe ich eigentlich auch wieder, stand trotzdem der Rolls-Royce hinten in der Ecke. Ja. Also wenn jemand so viel Schuld machen kann, muss ein bisschen was dagegen sein. Aber es war einfach nett. Ein bisschen Show und das habe ich immer schon ganz gerne gemacht. Mein Vater hat immer gesagt, du bist ein Klon. Die Clown konnten die gar nicht sagen. Du bist ein Klon oder Bias, auch so ein schwäbischer Ausdruck von Biazzo. Ja, für mich ist manchmal das Geld nicht so das Wesentliche. Ja. Die Banderolen kommen noch, aber Geld, es sieht doch schon noch Geld aus, oder nicht? Auf jeden Fall. Er hat Radierungen gemacht, die nennt er seine Wertpapierserie. Ich zeige sie dir mal. Ja, da habe ich ein paar Wochen dran gearbeitet. Eine Mischung Radierung, Aquatinta ist die Technik. Ein furchtbar kompliziertes Verfahren. Das sprengt den Film, das kann ich dir jetzt nicht im Einzelnen erklären. Da machen wir mal einen eigenen Film davon. Ist der Weitgehend zertifiziert. Super, weil einfach, das ist ein Wortspieler. Immer Die wieder- Sprüche sind gut. Bitte sorgfältig im Safe aufbewahren. Guck, Der spielt selbst mit seinem Zustand natürlich, gell, als Künstler. Ich wollte mich einfach absetzen von diesem Geldwesen. 50, 100.000.
Bei mir sind es halt 77 oder 840.000. Ich meine, das ist meine eigene Währung, da kann ich ja machen, was ich will. Hier kann man sich ein Stück abschneiden. Ah, jetzt muss ich eine tolle Geschichte erzählen. Erzähl mal. An der Zeit, als ich immer in meiner Hosentasche 1 Kilo Goldbarren hatte, jahrelang, ja, bestimmt Jahrzehnte sogar, hatte ich immer beim Skifahren dabei. Gibt es viele Leute, die es bezeugen können. Und dann, wenn wir auf die Berghütte, kennst du Berghütte? Ja, kenn ich ja. 2 Germknödel, ein Jägertee und dann haben die gesagt 85 Schilling oder so ähnlich. Da habe ich immer den Goldbarren hingelegt. Das Ding ist ja höllisch schwer, das ist auf so einem kleinen Ding. Den hat es fast die Hand runtergeknallt, weil es so schwer ist, das Ding. Und dann haben die es angeguckt und konnten mit ihm gar nichts anfangen, mit einem Goldbarren bezahlen auf einer Hütte. Ja. Also es hieß, tut mir leid, ich habe gerade nichts anderes dabei. Das heißt, ich bin sehr preiswert immer zum Mittagessen gekommen. Da passt das mit der Säge hier. Ja, eben warum? Und dann sage ich, könntest du ein bisschen was absägen davon. Genau deswegen bin ich gerade draufgekommen. Das ist gut, einfach eine Null weniger. Das ist sein Gedanke. Die Sprüche sind echt scharf, sehr herrlich. Ja, wieder so ein Spruch. Da siehst du Stempel gefertigt. Ah ja, haben wir wieder unseren Freund hier, unseren toten Kalle. Genau. Moment, wieder einen dazu. Wieder einen dazu. Das sind meine Freunde hier. Welcome to the club. Weshalb ich seit bestimmt 20 Jahren Totenköpfe sammle, um mir eine gewisse Angst davon zu nehmen. Das ist für mich ganz, ganz speziell, aber nur mich. Ich finde hier so interessant, diese Türen stammen die aus Gefängnissen. Ja, eine so 1830 oder so. Die haben mir da auch Geschichten erzählt, wer da überall dahinter saß, wegen Massenmörder, weiß Himmel was. Ich weiß nicht, ob die Geschichten alle stimmen, aber eine nette Geschichte ist es eben allemal. Ja. Ich habe so ein Gefühl, dass heute vor allem die Diskussionskultur total entgleist ist. Absolut. Weil Leute hassen einander. Absolut. Eine Hater, weißt die du? Seite So eine Kacke, was soll denn das? Ist mir doch wurscht. Wenn du das nicht mit annehmen kannst, bin ich dir nicht böse. Aber wir finden vielleicht einen Weg, wo wir beide miteinander können. So bin ich auch auf Grenzgänger jeder Art zugegangen. Auf Menschengruppen, die mich verunsichert haben und vielleicht auch beängstigt haben. Und habe dadurch mit der Zeit bemerkt, ich muss gar keine Angst haben vor den Sachen. So geht man es auch mit Totenköpfen. Du hast mir so was Beeindruckendes gesagt, wie du meinst, dass sozusagen ein durchschnittliches Leben ist, dass man 50 Wochen im Jahr arbeitet. Und auch in diesen 50 Wochen dann immer wieder das erwähnt, dass man irgendwann in Urlaub geht. Jetzt muss man das Verhältnis sehen zwischen 50 und 2. Das ist Wahnsinn. 2 Wochen Urlaub und den Rest des Jahres zehrt man davon. Mein Gott, wie ärmlich ist das? Man kann ja eigentlich, wenn man es bewusst macht, jeden Tag neue Leute treffen, was lesen, was anschauen. Dein Leben wird reich, dadurch reich. Und reich ist nicht das, was ich im Geldbeutel drin habe. Indem ich einfach mich irgendwo hinsetze. Wenn ich das Geld nicht habe, mir einen Kaffee irgendwo in einem Café zu leisten, dann setze ich mich auf eine Bank hin, beobachte andere Menschen. Fertig, das ist meine Form von Urlaub dann. Sehr gut, dann vielen Dank. Und Bitte sehr. Ich esse ein paar Aufnahmen.